Servus YouTuber und willkommen bei RL Photo Pro. Ja, heute geht es um das Thema Samsung DeX. So schaut das Ganze aus. Und wenn ihr es noch nicht kennt, dann wisst ihr vielleicht ab sofort, dass ihr in euren Samsung Smartphones, zumindest in den meisten, einen kleinen Mini-PC mit verbaut habt, der tatsächlich mit One UI 8, also Android 16, nochmal besser geworden ist. Und was genau besser geworden ist, was sich da geändert hat, wie die Oberfläche jetzt ausschaut, was ihr da so einrichten könnt et cetera, das würde ich euch heute gerne zeigen und vor allem, wenn ihr, wie gesagt, das Thema noch nicht kennt, auch was ihr dafür überhaupt braucht. Bevor es jetzt aber losgeht mit Samsung DeX, wollte ich noch einen großen Dank an die YouTube Partner Perks entsprechend rausschicken. Die haben mir nämlich dieses coole 20 Jahre YouTube T-Shirt zugeschickt und ich finde es richtig cool. 20 Jahre YouTube, ja, so lange bin ich jetzt tatsächlich noch nicht dabei, aber ich habe tatsächlich auch mal, ich habe jetzt mal nachgeguckt, zum 22. Juni 2012 damals mein allererstes Video rausgebracht. Das ist mittlerweile nicht mehr, ja, öffentlich verfügbar. Wenn es euch interessiert, dann schreibt es in die Kommentare, dann schalte ich es für euch wieder frei. Ich freue mich auf jeden Fall aufs heutige DeX-Video und würde sagen, Film ab. Und damit würde ich sagen, fangen wir mal mit den Basics an. Ich habe ja für One UI 7 schon mal ein DeX-Video gemacht. Das war so zu meinen Anfängen von YouTube jetzt vor 1,5 Jahren ungefähr. Da muss man aber dazu sagen, das Video ist halt einfach nicht mehr aktuell. Darum habe ich mich jetzt entschieden, auch für One UI 8 ein Video zu machen, nachdem Samsung sich entschlossen hat, da komplett alles zu überarbeiten. Die Einstellungen sind woanders, die ganze Oberfläche ist mit einem anderen App-Raster etc. Und mit dem letzten Update kamen Widgets dazu, was ich richtig cool finde und das zeige ich euch natürlich auch. Ganz kurz vorweg, was braucht ihr überhaupt, um in den Genuss von Samsung DeX zu kommen? Es gibt 3 Optionen. Entweder ihr habt ein Samsung Smartphone und könnt da entsprechend auch oben die Taskleiste runterziehen, könnt dort auf DeX Wireless bzw. Wireless DeX nennt sich das Ganze hier, klicken. Und wenn ihr einen kompatiblen Fernseher habt, dann taucht er hier auf und dann könnt ihr den auch entsprechend wireless nutzen. Ich muss allerdings sagen, das hat bei mir eher semi gut geklappt. Also da war ein ziemlicher Verzögerungslag immer dabei. Das hat mich ziemlich stark gestört. Und ich habe eigentlich seitdem immer so ein Kabel hier benutzt. Das ist nichts anderes wie ein HDMI zu USB-C-Kabel. Ich habe da eben damals eins genommen, wo hier hinten noch ein Charging-Port dran ist. Das heißt, ihr könnt da euer USB-C-Ladegerät anschließen. Gerade wenn ihr jetzt zum Beispiel wie ich im Urlaub Netflix schauen wollt, Amazon Prime-Videos, was ihr halt auch runterladen könnt beim Handy und dann über DeX gucken könnt. Was ich super praktisch finde, gerade wenn man jetzt kein WLAN hat oder das Internet recht schlecht ist oder eben die lokalen Beschränkungen das nicht ohne VPN zulassen, dann ist es super, super genial. Ja, was hat mich dabei immer ein bisschen gestört, muss ich ehrlich sagen, dass ich jedes Mal, wenn ich was pausieren wollte oder so und nicht jetzt eine Tastatur oder Maus über Bluetooth angeschlossen hatte, zum Fernseher rennen musste, weil das Teil hing ja dann in Fernsehnähe dran und musste halt dann pausieren am Handy. Ja, kann man umgehen. Ich habe da lang gesucht, weil eben dieses Wireless DeX eigentlich ganz cool ist, finde ich, wenn man das bequem machen kann. Aber ich wollte halt was, wo ich auch in Urlaub mitnehmen kann oder auf Reisen in Hotels nutzen kann und einfach ohne Lag, ohne Verzögerung sozusagen dann entsprechend das Ganze auf dem Monitor oder Fernseher streamen kann. Da habe ich tatsächlich ein paar Sticks bei Amazon durchprobiert und war da irgendwann auch echt enttäuscht und habe mir gedacht, das gibt's doch nicht. Die hatten alle 4K und okay, Auflösung war wirklich gut. Das hat gut gepasst, aber die hatten immer eine Verzögerung. Da stand auch oft da, keine Verzögerung und lag-free und so weiter und habe dann gemerkt, ja, irgendwie taugt mir das nicht. Dann habe ich mich ein bisschen durch Foren und so weiter gehangelt und bin auf den Benfy Wireless HDMI Display Dongle Stick gekommen. Und ich muss sagen, den habe ich mir dann auch geholt und der ist wirklich phänomenal. Also ich habe da keine Verzögerung. Ich habe da auch mal aus Spaß ein paar Games probiert mit einem Bluetooth-Controller von einem Kumpel, den ich mal geborgen hatte und das hat wirklich problemlos geklappt. Ob es für die Hardcore-Gamer natürlich geeignet ist, das müsst ihr mir vielleicht mal dann drunter schreiben, wenn ihr das mal testet mit dem Stick. Falls ihr euch den kauft, den verlinke ich euch auch wieder unten in der Beschreibung entsprechend. Aber
Ich muss ehrlich sagen, ansonsten verzögerungsfrei, wenn ich dann natürlich irgendwie am Handy Pause gedrückt habe, kein Thema. Und das ist auch super easy. Im Prinzip habt ihr hier so eine kleine Tasche dabei oder so ein Case, wo das Ganze schön verpackt mitkommt. Dann habt ihr hier auf der rechten Seite eben den Stick von Benfy. Der ist mit einem USB-C-Anschluss und auch einem Stecker, wo ihr ein Ladekabel hier anschließen könnt. Geht bis 65 Watt. Ich habe es mit meinem Samsung da mal probiert und auch mit dem Honor Magic 6 Pro meiner Freundin. Und ich muss sagen, bei 65 Watt, das wird ungefähr das Honor wahrscheinlich durchgepumpt haben. Da ist der Stick schon ordentlich heiß geworden. Aber nichtsdestotrotz hat er super schnell geladen und nach dem Abziehen ging es dann auch wieder. Dann habt ihr auf der linken Seite eben dieses Kabel mit HDMI und USB. Das ist ein USB-A-Anschluss. Das schließt ihr im Endeffekt dann am Monitor oder am Fernseher an und habt entsprechend dann eine drahtlose Übertragung an euren Fernseher. Die kleine Krux an dem Stick ist halt die nur Full-HD-Auflösung, würde ich jetzt mal sagen. Wobei ich ehrlich gesagt bei einem Fernseher, der an der Wand steht und ich liege da im Bett oder will da ein paar Kleinigkeiten bearbeiten, wie Photoshop etc., da habe ich wirklich keinerlei Probleme gehabt. Das hat auch nicht unscharf gewirkt. Die Auflösung war halt nicht so hoch, aber die Icons waren dafür auch vernünftig nutzbar, was eben bei 4K dann ein bisschen schwierig ist. Ja, und das war eigentlich auch schon alles, was ihr dafür braucht. Ihr braucht da nicht unbedingt eine Bluetooth-Maus und Tastatur. Wenn euch sowas interessiert, das habe ich in meinem letzten DeX-Video auch schon gezeigt, stelle ich euch auch mal wieder einen Link unten rein. Müsst ihr aber nicht. Ihr habt ein Touchpad dann am Display eben zur Verfügung, was ihr aktivieren könnt und damit könnt ihr dann die Maus bedienen. Wenn ihr irgendwas anklickt, dann geht bei eurem Handy-Display auch eine Tastatur auf, da könnt ihr es eingeben etc. Was auch ein wichtiges Update bei One UI 8 war und eben dem neuen DeX, dass ihr nicht nur Full HD im Standard habt bei DeX, sondern auch WQHD. Sprich eine Auflösung von 2560 mal 1440 wird jetzt offiziell supported. Ansonsten habt ihr natürlich immer die Option Goodlock zu nutzen und da Multistar zu installieren. Da könnt ihr unten High Resolution for External Display aktivieren. Wenn ihr das aktiviert habt, dann habt ihr eben auch 4K verfügbar. Das heißt, ihr könnt auch die 4K-Auflösung mit einem Kabel wie dem hier komplett nutzen. Aber Goodlock würde ich euch sowieso empfehlen. Das ist super, was man da alles so noch on top installieren und eben aktivieren kann. Wenn ihr zum Thema Goodlock mal noch ein separates Video wollt, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Dann kann ich das für euch die nächsten Wochen mal aufbereiten. So, der nächste Step, wenn ihr euer Kabel oder euren Wireless-Dongle etc. habt, dann ist eigentlich nur noch der Part, ihr schließt das Ganze einmal an am Monitor und wenn das verbunden ist, dann geht auch gleich die DeX-Oberfläche auf. Beim ersten Start müsst ihr da noch was zustimmen. Ich kann DeX leider nicht mehr zurücksetzen, da müsste ich mein ganzes Handy zurücksetzen. Da müsst ihr einfach nur ein, zwei Dinge bestätigen. Da gibt es auch so ein kleines Tutorial im Normalfall und dann seid ihr auch schon hier. Wenn ihr dann keine Maus und Tastatur zur Verfügung habt, dann könnt ihr eben an eurem Smartphone einmal runterwischen in der Leiste und klickt als Telefon als Touchpad verwenden. Und dann habt ihr eben hier ein Touchpad, was ihr verwenden könnt, um die Maus zu bedienen, um in Apps zu gehen, um in die Einstellungen etc. zu gehen. Also damit könnt ihr alles steuern. Und um es euch einmal zu demonstrieren, wenn ich jetzt in ein Suchfeld reingehe, dann geht hier entsprechend auf dem Smartphone diese Tastatur auf und ihr könnt danach suchen, zum Beispiel DeX. Und dann habt ihr eben eine Tastatur und ein Touchpad am Smartphone. So, und damit gehen wir das Ganze mal kurz Step by Step durch. Ihr habt hier, wie gesagt, die Oberfläche von Samsung DeX, die zeige ich euch jetzt mal. Und das ist jetzt auch in der WQHD-Auflösung, also das Maximale, was Samsung DeX jetzt so im Standard hergibt. Wie gesagt, 4K auch über Goodlock. Ihr habt eben hier links unten die geöffneten Apps. Ihr habt den Home-Button, wo ihr zurück könnt und den Zurück-Button. Das Ganze geht natürlich auch mit Gesten dann entsprechend, das zeige ich euch dann mal. Ihr habt hier den Finder, da könnt ihr entsprechend auch suchen und so weiter. Ihr habt hier so, wie ich sagen würde, Windows 11 Style Homescreen. Das ist auch mit neu an Bord. Alles so mittig, zentral gehalten.
Da habt ihr eben auch jetzt ein Menü zum Hoch-Runter-Gehen, nicht mehr nach links und rechts. Also eigentlich so, wie ihr es auch vor eurem Launcher kennt. Und hier muss man dazu sagen, da gibt es eine Besonderheit, und zwar für die Leute, die 'n Foldable nutzen. Wenn ihr nämlich euer Fold 7 zum Beispiel im aufgeklappten Zustand habt und ihr habt unten ja diese Leiste, dann könnt ihr Apps hinzufügen. Und wenn ihr den ersten Start von Decks macht, werden genau die Apps in dieser Leiste entsprechend übernommen. Aber keine Angst, wenn ihr die bei Decks ändert, rausschmeißt, Ordner rausschmeißt aus der Leiste unten, bleibt natürlich euer Homescreen erhalten. Sprich, die Ordner et cetera, die habt ihr eben dann entsprechend auch und könnt ihr auch entsprechend erstellen, also einfach hier Apps dann runterziehen. Dann auf der rechten Seite habt ihr einmal die Option, 'nen Screenshot zu erstellen. Ihr könnt die Lautstärke ändern, die übrigens, wenn der Monitor oder der Fernseher 'n Lautsprecher hat, auch hier geändert werden kann. Dann habt ihr entsprechend Benachrichtigungen und hier in dem Block habt ihr halt noch das WLAN-Signal, euer Funksignal und den Akku. Wenn ihr da drauf geht, dann habt ihr eben diese Quick Toggles entsprechend ähnlich wie am Smartphone. Und hier habt ihr auch den Bildschirmrekorder, mit dem ich jetzt gerade aufnehme. Das ging beim alten DeX auch nur noch mit Umwegen. Haben sie zum Glück wieder hinzugefügt. Außer bei Tablets, da ging es immer. Ansonsten bei der Uhr habt ihr soweit nichts. Ihr könnt aber mit einem Doppeltipp hier drauf, das geht auch, dann habt ihr eben Datum und Uhrzeit und Kalender, könnt euch das anzeigen lassen. Dann gehen wir mal kurz in die Einstellungen. Da zeige ich euch nämlich jetzt mal, wo ihr die Einstellungen für die Auflösung et cetera herbekommt. Die haben sich nämlich auch geändert. Beim alten DeX war hier auf der rechten Seite direkt eben ein Samsung DeX Label, wenn ihr da drin wart. Jetzt müsst ihr unter verbundene Geräte gehen und hier unter Samsung DeX. Und da seht ihr auch die verbundene Anzeige und könnt es entweder spiegeln, erweitern. Den Zeigerwechsel aufs Telefon könnt ihr auch machen. Dann könnt ihr, wenn ihr zum Beispiel eine Bluetooth-Maus angeschlossen habt, auch mit der Maus eben aufs Smartphone rübergehen und entsprechend euer Smartphone mit der Maus bedienen. Ihr könnt ein Hintergrundbild hier ändern. Empfohlene sind halt so Beispielbilder oder eben welche aus eurer Galerie. Dann habt ihr natürlich eine Option, die Schriftgröße zu verändern. Das geht auch wie gehabt am Smartphone. 'Nen Bildschirmzoom habt ihr auch, dass ihr eben Chats und generell den Bildschirm ein bisschen größer machen könnt. Vor allem eben praktisch, wenn ihr 4K nutzt, eben mit Goodlock, weil dann sind die Symbole am Fernseher doch sehr klein. Und wenn ihr da irgendwo im Hotelbett chillt und da irgendwas anklicken wollt, dann ist es echt schwierig. Von daher WQHD oder eben Full HD hier völlig ausreichend. Und dann habt ihr trotzdem noch ein gutes Bild. Aber wenn ihr natürlich trotzdem 4K nutzen wollt, dann ist der Bildschirmzoom, finde ich, essenziell. Dann kommen wir eben zu dem Part, wo ich gerade schon angesprochen habe. Die WQHD-Auflösung ist jetzt verfügbar hier. Ihr habt da verschiedene Formate auch, 16:9, 16:10 und 21:9 und dann entsprechende Auflösungen zum Auswählen. Wie gesagt, mit Goodlock ist hier bei 16:9 4K noch da. Das hier ist auch neu. Ihr könnt die Anzeige drehen. Das wird jetzt mal eine lustige Geschichte. Ihr seht schon hier, also ihr könnt dann auch einen Hochformatmonitor nutzen. Schau ich mal, dass ich hier nichts runterschmeiße. Und das eben so im Hochkantformat nutzen, was für den einen oder anderen wahrscheinlich ganz praktisch ist, gerade vielleicht im Office-Bereich oder sowas. Oder wenn ihr Dokumente lesen wollt und habt vielleicht generell nur vor, im Hochkant das Ganze zu nutzen, dann könnt ihr das drehen. Ich starte den Rekorder jetzt hier nochmal neu, dann seht ihr das auch mal, wie das Ganze hier ausschaut. Eigentlich auch wie am Smartphone. Genau, dann sind wir wieder da mit dem Bildschirm-Recording und ihr seht hier schon, wir können eben die Anzeigendrehung in immer 90-Grad-Schritten machen. Einmal ringsrum. Bildschirm-Timeout könnt ihr hier auch noch verändern. Da könnt ihr zwischen 15 Sekunden und 60 Minuten auswählen. Wenn ihr natürlich eine Stromversorgung mit dran habt, wie es ich jetzt in dem Fall habe, dann sind 60 Minuten überhaupt kein Thema, wenn ihr dann nichts mehr macht. Aber prinzipiell macht man ja irgendwas, solange man es angeschlossen hat. So, dann, wenn ihr da fertig seid mit der verbundenen Anzeige, könnt ihr nochmal auf die Tastatur schauen. Da habt ihr eben TV oder Monitor. Könnt ihr auch einstellen, dass, wenn ihr das nehmt, dann würde hier so eine Art Desktop-Tastatur entstehen.
Ihr könnt auch eine Transparenz einstellen. Ich habe das jetzt noch nicht gebraucht, darum ist die Einstellung noch da. Dann habt ihr die eben schön am Monitor und könnt die eben auch hier nutzen. Ganz praktisch, wenn man es braucht. Ansonsten bin ich eher der Fan von der Tastatur am Smartphone. Ihr habt dann noch die Option, die Bildschirmtastatur trotzdem bei Samsung DeX anzuzeigen, auch wenn ihr eine Bluetooth-Tastatur verbunden habt. Das könnt ihr nach Belieben entsprechend aktivieren und deaktivieren. Und dann könnt ihr eben entsprechend noch die Spracheinstellungen machen. So, dann schauen wir mal noch beim Maus- und Trackpad rein. Da habt ihr eben die Option, dass automatisch immer gleich das Trackpad, was ich jetzt hier eben habe, angezeigt wird. Das finde ich eigentlich ganz praktisch. Lasse ich jetzt mal aktiv. Und da könnt ihr auch eben schauen, wie wollt ihr den Bildlauf haben, von oben nach unten oder umgedreht. Das ist auch eine persönliche Präferenz. Die Touchpad-Gesten, da zeige ich euch natürlich dann auch noch mehr. Mit 3 Fingern tippen ist zurück, mit 4 Fingern tippen ist den App-Bildschirm anzeigen. Das können wir mal kurz testen. 3 Finger ist 1 zurück und 4 Finger ist eben das Startmenü, würde ich jetzt mal sagen. Ja, App-Bildschirm anzeigen. Finde ich ganz praktisch. Ist natürlich ungewohnt, weil ich früher am Anfang dann immer angefangen habe, dass ich mit einem Finger am Rand wische, aber da geht irgendwann mit zweimal Wischen das Trackpad hier am Display weg. Mit 2 Fingern gibt es auch noch Gesten, die zeige ich euch jetzt dann aber erst in der Galerie. Dann gibt es noch weitere Einstellungen und da könnt ihr natürlich alles Mögliche einstellen entsprechend und auch hier die Zeigergeschwindigkeiten etc. Was ich hier praktisch finde, gerade wenn man wie ich hier den Dark Mode nutzt und die Maus echt spärlich sieht, dass man hier die Zeigerfarbe umstellen kann. Ich lasse die jetzt auch mal auf weiß. Das finde ich ein bisschen praktischer. Ihr könnt natürlich auch andere Farben hier noch einstellen. Mit Gelb, Rot, Grün und so weiter. Irgendwas Lilanes und Blau. Ich bin da eher der Fan von entweder schwarz oder weiß. Und dann haben wir hier zu guter Letzt noch die Option, dass Ton auf der verbundenen Anzeige abgespielt wird. Das heißt, wie gesagt, wenn ihr einen Fernseher habt, dass automatisch der Ton am Fernseher wiedergegeben wird und nicht an den Quietscher-Lautsprechern des Smartphones. Aber natürlich könnt ihr wie immer auch Bluetooth-Lautsprecher oder Kopfhörer verbinden, dann ist es sowieso hinfällig. Dann zeige ich euch mal, was ihr noch für Gestenoptionen habt, wenn ihr zum Beispiel hier in der Galerie seid oder auch in jeder anderen beliebigen App und ihr möchtet das Fenster hier verschieben. Dann habt ihr 2 Optionen. Ihr könnt einmal einen Doppeltipp machen und beim zweiten Tippen lange draufbleiben. Dann könnt ihr das Ganze hier verschieben. Bedeutet, ihr dürft nicht den Doppeltipp und dann gleich los, dann funktioniert es nämlich nicht, sondern Doppeltippen und beim zweiten Tipp kurz dranbleiben, damit das quasi fixiert ist. Was ihr aber auch machen könnt, wenn ihr mit der Maus oben in der Leiste seid, dass ihr mit 2 Fingern entsprechend hin und her schiebt. Dann könnt ihr das auch verschieben. Das finde ich ganz praktisch und hätte das ehrlich gesagt auch gerne an meinem MacBook. Und dann habt ihr noch eine Option und zwar, wenn ihr mit 3 Fingern nach oben geht, dann habt ihr eben alle offenen Apps. Wenn ihr nach unten geht, dann minimiert er die App. Also ist dann auch egal, ob ihr die jetzt wie hier im Vollbild habt, 3 Finger nach unten, dann verschwindet die in der Taskleiste und ihr könnt die entweder so wieder öffnen oder nach oben, dann seht ihr die aktiven Apps, klickt drauf, könnt die öffnen. Es gibt zudem aber noch eine neue Option, die zeige ich euch mal, und zwar ist es hier Vollbild. Ihr seht ja jetzt noch, habt ihr unten die Leiste und oben die Leiste. Wenn ich jetzt auf Vollbild klicke, ist es wirklich Vollbild. Also wirklich das komplette Bild. Und ich zeige euch das auch mal anhand eines ziemlich coolen Videos, was ich mit meiner Mavic 4 Pro endlich in Kroatien mal testen konnte. Es war sozusagen der Premiereflug und das hat auch super geklappt. Und ihr seht schon wirklich ein randloses Bild bei dem Monitor jetzt, weil eben die formatfüllende Auflösung da genutzt wurde, meiner Mavic. Aber ich finde, ehrlich gesagt, das sieht doch richtig, richtig cool aus und das ist eben auch ein Thema, wofür ich DeX viel nutze. Ich schaue mir meine Bilder und Videos da gerne drüber an, die ich eben aufs Smartphone gezogen habe und kann das Ganze dann auch entsprechend bearbeiten. Eine Funktion wollte ich euch auch noch zeigen. Ihr habt nämlich hier links oben noch so einen kleinen Pfeil nach unten. Wenn ihr den anklickt, könnt ihr links ausrichten, rechts ausrichten. Das würde dann so ausschauen. Könnt ihr eben mehrere Apps nebeneinander machen, wie ihr es von Windows eben kennt. Das Ganze könnt ihr aber auch tatsächlich, wenn ihr das ganze Fenster hier entkoppelt habt und ihr geht hier rüber, dann dockt er das an.
Was ein bisschen anders ist wie am PC ist, wenn ihr ein Fenster nach oben zieht, dann wird es ja am Computer normalerweise Vollbild. Wenn ihr das bei DeX macht, dann hakt er das quasi hier von oben nach unten ein und nur wenn ihr doppelt tippt, dann wird es eben das Vollbild. Und dann gibt es hier noch die Option an andere Anzeige senden. Die andere Anzeige ist in dem Fall das Smartphone. Wenn ich da drauf tippe, dann geht die Galerie hier auf. Allerdings nicht das Bild, wo ich jetzt gerade offen hatte oder das Video. Das finde ich ein bisschen schade. Aber gut, so ist es eben. Ihr habt natürlich hier auch bei DeX die Option Multi-Window zu machen. Das heißt, viele Fenster, die eben dann übereinander lappen, wo ihr auch sagen könnt, ihr habt das jetzt hier ein Vollbild, 3 Finger hoch. Ne, ich will jetzt das aber hier überlagern lassen und kann das dann entsprechend hier drüber machen. Also eigentlich wie am PC. Darum sage ich auch, das ist prinzipiell wie ein PC-Ersatz. Okay, dann kommen wir mal noch kurz zum Desktop. Und zwar seht ihr hier schon, ich habe ein paar Widgets vorbereitet, die sind riesig, aber glaubt mir, wenn ihr die am Fernseher nutzt, dann ist es gar nicht mehr so riesig. Ihr könnt die aber mit lange gedrückt halten auch entsprechend wie am Smartphone größer und kleiner ziehen. Ihr könnt die natürlich auch mit gedrückt halten entsprechend verschieben, nur eben nicht ganz bis an den Rand. Das finde ich ein bisschen schade. Das habe ich eben bei meinem alten Samsung DeX besser gefunden, dass ich wirklich bis an den Rand raus konnte. Auch mit den App-Icons, selbe Thema. Ja, wenn ich die hier rüberziehe, dann maximal bis hier von der Randbreite und dieser Rand hier bleibt übrig. Ja, es ist halt alles sehr mittig gehalten, drum auch die Leiste mittig, eben Windows 11 Style. Nur bei Windows 11 kann ich eben alles noch bis an den obersten Rand ziehen, bei DeX zumindest aktuell nicht. Wie füge ich neue Widgets hinzu? Ganz einfach, ihr geht an eine leere Stelle am Desktop, macht hier einen Double Tap, also mit 2 Fingern oder eben rechte Maustaste, wie ihr es schon kennt, könnt Hintergründe, Widgets und Einstellungen öffnen. Über die Widgets habt ihr dann alle Widgets, die so möglich sind, wo ihr sagt, okay, das brauche ich jetzt und das ziehe ich jetzt mal drauf. Zum Beispiel eben hier die Wetterthemen, haltet es gedrückt und dann könnt ihr das hier einfach hinpinnen. Auch hier seht ihr an den Ecken wieder diese abgeschrägten Teile, da könnt ihr das Ganze entsprechend dann größer ziehen und manche sind ja da variabel, dann verändert sich auch die Optik der Widgets. Zum Schluss will ich euch mal noch ein paar meiner Erfahrungen mit Samsung DeX mitgeben und auch vielleicht ein kurzer Vergleich zu Magic Desktop. Magic Desktop ist prinzipiell von der Funktion her ähnlich angedacht wie Samsung DeX, aber glaubt mir, Samsung DeX ist deutlich besser. Erstens, Netflix flackert nicht, da habe ich bei Magic Desktop immer noch die Probleme des Todes. Wirklich fürchterlich. Also das, wenn man aufmacht, manchmal klappt's nicht. Meistens flackert es einfach so das Bild. Super nervig. Und man muss ehrlich sagen, ich kann bei Magic Desktop auch keine Auflösung ändern. Bei Samsung DeX, wie gesagt, mit Goodlock bis 4K kann ich da einfach die Auflösung anpassen und glaubt mir, das sieht man. Selbst bei Full HD ist Magic Desktop schlechter als DeX. Das ist einfach hier eine saubere Auflösung und Samsung setzt es meiner Meinung nach einfach mit Abstand am besten um. Entsprechend ist es tatsächlich auch so ein kleiner, ich sage mal, PC-Ersatz am Smartphone, was ich richtig cool finde. Und ich finde, das wird immer noch so ein bisschen runtergespielt. Ja, man muss dazu sagen, wenn man viel in Word, Excel, PowerPoint und so weiter arbeitet, ist es nicht optimal. Ihr habt zwar da eine Option, das Ganze zu nutzen, ihr könnt Dokumente schreiben, ihr könnt auch ein paar Formatierungen et cetera machen. Schaut euch einfach mal die App am Smartphone an, was ihr da für Optionen habt und mehr habt ihr bei DeX auch nicht. Ja, prinzipiell ist es nichts anderes wie die App in groß gezogen und dass die Taskleiste oben mal angezeigt wird. Wo das Ganze aber wirklich sinnvoller ist, ist bei Foto- und Videobearbeitung. Ihr habt da einfach mehr Optionen, das Ganze besser zu sehen. Also ist ja klar, ihr habt einen größeren Monitor, vielleicht auch einen Fernseher, wie gesagt, und habt da einfach mehr Details. Ihr seht das Bildrauschen besser, ihr könnt es besser bearbeiten. Gerade wenn ihr mein Astrofotografie Masterclass-Video gesehen habt, dafür ist es halt wirklich genial. Und ja, auch Apps wie hier zum Beispiel Lightroom sind damit kompatibel. Ihr habt da einfach mehr Funktionen, die ihr darüber nutzen könnt. Ihr könnt dann auch entsprechend die Parameter besser anpassen. Ihr seht schon, das sieht eigentlich alles aus dann ähnlich wie, ich sage jetzt mal, am PC. Natürlich
auch wieder etwas beschränkter Funktionsumfang. Das ist einfach leider so. Also, ihr habt da keine vollwertige Software. Natürlich könnt ihr die so weit wie am Smartphone immer nutzen, das schon. Die Funktionen sind alle da, aber halt jetzt nicht wie Adobe Lightroom am PC. Was kann man abschließend sagen zu DeX bei One UI 8? Ich bin wirklich gespannt, wie die Entwicklung da weitergeht, was Samsung da noch alles bringt vielleicht und auch irgendwelche coolen Features, die wir vielleicht jetzt noch gar nicht so erwarten, um, sage ich mal, ein Smartphone mit einem PC noch besser zu kombinieren. Und vielleicht, wenn Google da wirklich auch mal fest mit auf den Zug aufspringt, die wollten ja auch eine Desktop-Oberfläche bringen, das wird immer wieder verschoben und so weiter, dann gibt es das in Beta-Phasen wieder, dann wird es aber für die finale Version wieder rausgeschmissen et cetera. Die kooperieren da ja auch sehr stark mit Samsung mittlerweile und vielleicht hat Google auch dann mal die Chance, die Entwickler mehr ins Boot zu holen, gerade für die Office-Apps et cetera, dass man sagt, man bohrt für eine Desktop-Oberfläche die Software ein bisschen auf. Das wäre jetzt zumindest so meine Wunschvorstellung. Ob das natürlich umgesetzt wird, das steht in den Sternen. Was denkt ihr denn von DeX oder generell von Desktop-Oberflächen, vielleicht auch Magic Desktop oder was ihr so nutzt? Man kann ja auch das iPad mittlerweile nutzen, um eine halbwegs vernünftige Desktop-Oberfläche zu nutzen. Schreibt's gerne mal in die Kommentare, würde mich auf jeden Fall interessieren. Vergesst den Like und das Abo nicht. Und natürlich freue ich mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet bei mir. Bis dahin, ciao.